Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute geht es um den Damast für die Schneid für den Speer. Und wie immer mache ich alles in reiner Handarbeit. Ich zeige euch heute, wie ich mein Material fürs Damastschmieden vorbereite, das Feuer verschweiß und dann am Ende ein großes Damaststickel mit 192 Klogen habe. Und los geht's! Die Stahlsorten, die ich für den Damast verwende, sind 2842 und 15N20. Der erste wird beim Ätzen fast schwarz und der andere ist ganz hell. Ich habe da von jedem Stahl 3 Stapeln zu je 8 gemacht und die schleife jetzt die Oberfläche einmal ganz schön an. Ich fange mit die 15N20 an und wenn ich die fertig habe, mache ich die 2842. Durchs Anschleifen mit einem rauen Schleifbandel vergrößert sich die Oberflächen und gleichzeitig wird es gereinigt. Das ist ganz wichtig, damit es leicht im Feuer verschweißen kann. Nachdem ich jetzt mit dem Anschleifen fertig bin, bereite ich es zum Schweißen vor. Ich habe mir da 3 Zwingen vorbereitet und in jede Zwingen gebe ich jeweils 8 Plattel 2842 und 15N20 ein. Und das mache ich immer abwechselnd, damit das ein schönes Muster ergibt. Dann schraube ich das zusammen, richte schön gerade aus und lege es auf die Seiten und fange dann gleich mit dem nächsten an. Das mache ich, bis ich alle 3 fertig habe. Wenn ich das fertig habe, ziehe ich auf jeder Kante eine kurze Schweißnaht, damit die Platteln nicht auseinandergehen im Feuer. Für alle, die es nicht wissen, der Schweißdraht stört das Muster, aber im Zuge vom Falten geht es dann weg. Und das kann man dann, wenn es fertig ist, nicht mehr erkennen. Und am Ende schweiße ich dann überall noch ein Stückchen Eisen zu, damit ich es leichter handhaben kann. Jedes Paket hat jetzt 16 Lagen Stahl. Die verschweiße ich einmal in Feuer und schmiede es ein bisschen länger aus. Als Flussmittel, damit keine Luft zum Stahl zukommt, verwende ich viel Sand, Borax und noch ein Mittel, das mir mein Schmied gegeben hat. Es ist halt wichtig, dass keine Luft zum Stahl zukommt, wenn er heiß ist, weil er dadurch leichter oxidiert und das macht das Feuerschweißen viel schwieriger. Wenn ich erkenne, dass es eine feste Verbindung hat, dann schmiede ich es gleich in die Längen. Ich verwende jetzt da das erste Mal einen 3 Kilo Vorschlaghammer und der funktioniert super. Damit ich beim Arbeiten mit dem schweren Hammer beide Hände frei habe und mir der Stickel nicht vom Amboss runterhupft, klemme ich mir die Haltestangen zwischen die Füße ein. Und jetzt fange ich schon mit dem zweiten Packerl an. Und da wiederhole ich jetzt das gleiche, was ich vorher auch schon gemacht habe. Ich zeige das da alles natürlich stark verkürzt, weil jetzt bin ich schon beim dritten Packel. Ich bin jetzt mit alle 3 Packel fertig und habe die in halbwegs gleiche Länge und Breiten geschmiedet. Jetzt gehe ich dann als nächstes her, markiere die Mitten und bereite so fürs Falten vor. Das war ein bisschen heiß. Jedes Packel hat jetzt 16 Lagen. Die Kerben in der Mitte, die ich da reinschlage und gescheit tief sein soll, ermöglicht es mir, wenn ich das heiße Packel raushole, dass ich dann wirklich beim Anschlagen gut erkennen kann, wo die Mitte ist. Ich schmiede jetzt wieder ein Packel nach dem anderen und falte jedes Packel zweimal. Nach dem ersten Mal falten
sind aus 16 Lagen 32 geworden und nach dem zweiten Mal sind aus 32 Lagen 64 geworden. Und wenn das eine Packerl fertig ist, gehe zum nächsten. Die Idee mit der Ketten habe ich mir von einem anderen YouTube-Kanal angeschaut. Er hat dort einfach eine Ketten um den Amboss herumgewickelt und auf der einen Seite ein Gewicht zugehängt, und wenn er das über den Amboss drüber tut und das Werkstückel unten rein, dann ist es gescheit fixiert, so wie es da jetzt auch seht. Da bereite ich jetzt gerade das zweite Mal Falten vor. Für mich ist wichtig, dass die Kerben tief genug ist, weil dann kann ich beim heißen Metall die Kerben und die Schneidkanten gut finden. So wie ihr es da jetzt gesehen habt. Und schau, ist das erste Packerl fertig. Das ist jetzt da voll schnell gegangen, in echt dauert es natürlich ein bisschen länger. Manchmal passiert es mir, dass ich da beim Anschlagen die Oberflächen deformiere und dann muss ich die nachher nachbearbeiten, damit ich es gescheit verschweißen kann. Wenn ich da in der Mitte jetzt eine Vertiefung habe, dann muss ich links und rechts so Abflusskanäle quasi einschlagen, so kleine, damit die Schlacken dann leicht außerfließen kann. Das und das Flussmittel stellen wir sicher, dass die Verschweißung super wird. Da seht ihr jetzt wie es super ausspritzt, das heißt, es hat hingehauen. Da ist das zweite Packel jetzt auch schon fertig und hat auch 64 Lagen. Jetzt fange ich dann mit dem dritten an. So, jetzt sind alle 3 Packerl fertig und jedes hat 64 Lagen. Als nächsten Schritt verschweiße ich jetzt alle 3 zu einem großen Packerl mit 192 Lagen. Nachdem die Pakete schon angekühlt sind, hat sich auf jedem Paket eine Schmiedehaut gebildet und den muss ich jetzt wegschleifen, damit ich es gescheit im Feuer verschweißen kann.
Damit man das Ganze in der Essen nicht verrutscht, verschweiße ich es auf der einen Seite ein bisschen. Nachdem die Einstickel auf der einen Seite ein bisschen auseinanderstehen, haben wir gedacht, ich nehme Schlauchklemmen, damit es zusammenhält. Aber das hat nicht so ganz gescheit funktioniert. Da kann ich jetzt schon schön erkennen, wie die Stickel miteinander verschweißt sind. Und damit kann ich jetzt schon anfangen, dass ich alles zusammen in die Länge ziehe, weil ich es ja nicht so dick brauche, sondern lang und schmal. Und so ein großes Stickel mit der Hand in die Längen schmieden, das ist schon eine Monsteraufgabe, aber ich habe es ja so wollen. Das große Stickel kann ich für zwei Sachen beim Speer verwenden. Ein Stickel, das kleinere, werde ich für die Zähne verwenden, für den Wolfszahn, und das andere brauche ich für die Schneid vom Speer. Inzwischen ist schon wieder Abend geworden, beim zweiten Tag war ich Schmied und jetzt muss ich es ein bisschen auskühlen lassen, weil wenn ich so lange auf die Nacht arbeite, dann haben meine Nachbarn keine Freude mit mir. So, was da seht, da habe ich das Stickerl, das die Zähne werden wird, schon angeschnitten und mache jetzt nur mal bei dem Stickerl weiter, das ich dann in Zukunft für die Schneid verwende. Und wenn das Stickerl die richtige Länge und die richtige Braten hat, dann schneide ich das einfach an. Und anschließend lege ich es in die heiße Essen, damit es dort langsam auskühlen kann, weil das macht das Gefüge vom Stahl ganz weich und damit ist er nachher leicht zum Bearbeiten. Weil, wenn nämlich der Stahl zu schnell auskühlt, dann wird er hart und dann lässt er sich nicht sägen. Und da seht ihr jetzt, wie es werden soll, wenn es fertig wird. Die Schneid, die Zähne, die Lage in der Mitte. So, das Material für die Schneid ist fertig und es war gescheit anstrengend und hat ein paar Stunden gebraucht. Und in dem Fall haben wir Feier, Schweiß und Erfolg gehabt. Beim nächsten Arbeitsschritt, das kann ich jetzt schon sagen, wird das nicht so super hinhauen. Dankeschön fürs Anschauen von meinen Videos. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann klickt bitte schon auf Like und abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr die Glocken anklickt, dann versäumt ihr nichts mehr von mir. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, alles Gute!